In diesem Video wollen wir uns mal mit einem bekannten Problem im Sommer beschäftigen. Das Auto ist keramikversiegelt und ihr habt Harzflecken. Ihr kennt sicher das Problem gerade in den Frühjahrsmonaten, die so in den Sommer reingehen. Ihr habt extrem viel Harzbelastung und Blütenpollenbelastung. Äußert sich in diesen ganzen kleinen, feinen Punkten auf dem Lack und in den wie Wasserflecken aussehenden Flecken, die aber keine Wasserflecken sind, sondern vom Baumharz kommen. Es sind jetzt nicht diese fetten Klumpen, die man kennt, sondern eher so über liegende Fläche verteilte Flecken. Nervig an den Dingern ist, man muss immer irgendwie vorarbeiten und danach polieren, was erstmal soweit nicht problematisch ist, weil man nämlich weiß, wie man damit umgeht. Problematisch wird es, wie bei diesem Fall, wenn wir ein keramikversiegeltes Auto haben und dieses Phänomen auf dem Lack haben, zusätzlich noch eine Reihe von Insekten, die natürlich einen Einschlag hinterlassen. Und selbst wenn wir die Oberfläche sauber machen durch Reinigen, Insektenentferner und Kneten, ist der Lack zwar glatt und der Insektenrest ist weg, aber wir haben immer noch einen Einschlag im Lack. An der Stelle stellen wir uns immer die Frage, was machen wir jetzt? Wir haben eine intakte Keramikversiegelung, die aber keine schöne Oberfläche mehr hat, weil sie einfach stark verschmutzt ist. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann die gesamte Geschichte runterpolieren mit dem Risiko, dass ich die Keramikversiegelung sehr stark minder oder komplett entferne und dann wieder auflegen muss, was natürlich ein Kostenfaktor ist. Oder aber ich kann es so lassen. Beides ist nicht optimal, deswegen haben wir hier eine Idee für einen Zwischenweg, und zwar das CarPro Essence Plus. Ist ein Produkt, was eigentlich dafür gedacht ist, eine nicht mehr ganz intakte Keramikversiegelung aufzufrischen, indem die Oberfläche angelöst wird und mit neuen keramischen Partikeln quasi verbunden wird und dann wieder eine intakte Schutzoberfläche bietet. Das kann man für den Bereich zweckentfremden, denn es hat keine Schleifmittel. Eins vorweg, es ist nicht das perfekte Ergebnis, also wer wirklich alles weghaben will, muss wirklich runterpolieren, aber es ist ein guter Kompromiss, um die Keramik intakt zu halten, aber auch eine schöne Oberfläche herzustellen. Wir zeigen euch das vorher, dann das Vorgehen, dann das Nachher und dann sehen wir uns nochmal wieder. Ja, hier sieht man, denke ich, ganz gut, wir haben natürlich zwei Problematiken. Einmal Harz, einmal Insekten. Wie ihr wisst, Insekten sind immer so eine Sache für sich, ganz schwierig da was zu machen. Wir gehen trotzdem mal ran, besser kann es nur werden. Wie gesagt, wir verwenden CarPro Essence Plus einfach, um die vorhandene Keramik nicht abzutragen, sondern nur etwas drauf zu packen, was mir halt diese Defekte behebt, sodass die Keramik danach wieder zum Vorschein kommt. Wir geben 4 erbsengroße Tropfen auf ein normales Polierpad und verteilen es auf eine typische Polierfläche, sagen wir mal 60 x 60 oder eine Viertelhaube ungefähr. Wichtig ist jetzt das Arbeiten mit einem weichen Polierschwamm und einer niedrigen Maschinengeschwindigkeit. Dafür ist diese Akkuflex hier wunderbar geeignet, um einfach nicht so viel Abtrag oder nicht so viel Druck auf die Keramik, nicht so viel Reibung auf die Keramik zu bringen. Arbeiten mit einer langsamen Maschinengeschwindigkeit, bis der gesamte Bereich gleichmäßig bearbeitet ist. Ich schätze mal so 1-2 Kreuzstriche, und wichtig ist, lasst das ruhig trocknen, bis ihr die ganze Haube fertig habt oder alle Bereiche poliert habt. Der Hersteller empfiehlt sogar, das ganze Auto zuerst zu bearbeiten und es dann abzureiben. Dann entfernt ihr das vorsichtig mit einem langflorigen Tuch und guckt euch das Ergebnis an. Wie gesagt, perfekt wird es dadurch nicht, aber ich denke, eine Besserung ist erkennbar, und vor allen Dingen, man hat die Keramik nicht belastet und hat dem Kunden einen Goodie gegeben oder einen Pluspunkt gegeben. Gerade bei den Spiegeln ist es auch immer so mit der Insektenbelastung. Vorgehen ist grundsätzlich das gleiche. Wir polieren mit einer mittleren Drehzahl, wir mit einem großen oder einem kleineren Pad, je nachdem wie groß der Spiegel ist. Hier kommen wir mit gut ran, müssen nur die untere Leiste nochmal mit einem kleinen Pad bearbeiten, den Rest können wir hiermit bearbeiten. Denn ein größeres Pad ist weniger punktuelle Belastung, denn gleiche Kraftübertragung auf eine größere Fläche ist weniger Belastung auf dem Punkt. Und hier sehen wir ganz gut, wir haben die Insekten doch ein Stück weit mindern können. Sie sind immer noch da, es sind nur mal Einschläge im Lack, aber wir konnten schon mal ein bisschen Besserung erzielen. Ihr habt gesehen, was möglich ist. Gerade bei Insekten stoßen wir natürlich schnell an die Grenzen, denn wie ihr wisst, es sind Einschläge im Lack, die man natürlich durch Polieren und oder teilweise sogar Schleifen entfernen muss. Wir konnten sie deutlich verbessern. Gerade an den Spiegeln haben wir ein schönes Ergebnis erzielen können. Und vor allen Dingen, wir konnten diese Harzpunkte und diese Blüten-, Pollen- und Bienenkotpunkte entfernen. Deswegen deutlich besseres Ergebnis mit einem moderaten Aufwand. Und die Keramik ist intakt. Wir zeigen euch jetzt mal den Vergleich zwischen der ursprünglichen Keramik, die wir nicht poliert haben, und dem Bereich, den ihr im Video gesehen habt, der poliert ist, und schauen uns mal an, ob Beading, Sheeting irgendwie verändert ist. So, wir gehen jetzt also auf die ursprüngliche Oberfläche, hat schon ein paar tausend Kilometer runter, ist auch schon fast ein Jahr alt, die Beschichtung, ne? Sie ist noch gut intakt, und man sieht jetzt, wenn man so ein bisschen, auch Beading ist hier noch ganz ordentlich, also für die Zeit, ich glaube knapp 10.000 Kilometer, ein Jahr, ist das noch in Ordnung. Keramik ist auf jeden Fall vorhanden, Lackschutz ist da. Wir gehen jetzt mal auf den neuen polierten Bereich. So, wir sehen, das Sheeting ist ein Tick langsamer, also wir haben natürlich eine andere Oberfläche. Es ist kein Optimum. Beading ist genauso gut vorhanden, würde ich sagen. Also gerade hier sieht man noch ein schönes Beading, und das Sheeting ist grundlegend
auch vorhanden, wenn es ein Tick langsamer ist. Wir sehen also, es ist mit Sicherheit kein Optimalfall. Generell ist es nicht optimal, Fahrzeuge so lange warten zu lassen, bis die Flecken ansetzen. Man muss immer abwägen, ob man das jetzt so haben will. In der Regel, gerade diese Harzflecken gehen mit ein paar Wäschen von alleine weg, wenn die Zeit vorbei ist. So Mitte Juni ist der Spuk eigentlich vorbei. Man muss immer überlegen, inwieweit greift man in so eine intakte Keramik ein, wie weit geht man runter und was lässt man einfach so sein. Das muss man mit dem Kunden abstimmen. In dem Fall war es dem Kunden wichtig, dass diese Flecken runter sind. Wie gesagt, wir tragen die alte Keramik nicht ab, sondern wir packen nur oben einen Layer drauf, der sich natürlich wieder abreibt und dann kommt die alte Keramik wieder zum Vorschein. Ist nicht perfekt, aber manchmal gibt es so Bedingungen, die sind einfach nicht perfekt, damit muss man klarkommen. Das war eine Methode. Viel Spaß beim Nachmachen. Hau rein.